Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie offiziell und damit auch ganz legal YouTube-Videos herunterladen können. Was benötigen Sie dazu? Sie benötigen ein Android-basiertes Betriebssystem, auf der die YouTube-App Version 5 läuft. Einmal installiert, können wir sie auch gleich starten. Des Weiteren benötigen wir ein Google-YouTube-Account und müssen mit diesem in der YouTube-App angemeldet sein. Nun fragt man sich ja, wie kann man in dieser YouTube-App Videos herunterladen? Ich meine, es gibt ja keinen Download-Button oder sowas ähnliches. Nun, diese Funktion ist hier ziemlich gut versteckt. Und zwar findet man diese in den Einstellungen und dort unter dem Menüpunkt Vorabladen. Hier gibt es die Möglichkeit, wenn man Videos in der Playlist später ansehen oder in der Playlist Abos hinzugefügt hat, kann man sie vorladen oder vorabladen, so wie es hier steht. Aber auch nur, wenn man im WLAN-Netzwerk unterwegs ist, nicht im mobilen Netzwerk, sondern im WLAN-Netzwerk und beim Laden das Akku aufgeladen wird. Aktivieren wir also hier diese Funktion, denn sie ist standardmäßig deaktiviert. Dann wird man noch darauf hingewiesen, dass YouTube-Videos Speicherplatz auf dem Gerät belegt und eventuell zusätzliche Gebühren anfallen, wenn man keine WLAN-Flatrate hat. Bestätigen wir dies und dann können wir jetzt auch schon YouTube-Videos in der Playlist später ansehen hinzufügen. Machen wir also einen Test und suchen zum Beispiel nach einem Trailer, zum Beispiel Spider-Man. Und dann kann man hier im Dropdown-Menü ein Video eben zur Playlist hinzufügen, also zu später ansehen. Und dann ist sie auch schon hier, also das Video. Und links neben der Dauer sieht man jetzt hier ein kleines Download-Symbol, ein weißes. Würde ich die Vorab-Lad-Funktion nicht aktiviert haben, würde hier kein Symbol sein. So, dieses weiße Symbol bedeutet, dass das Video jetzt gerade heruntergeladen wird. Dies kann ein Weilchen dauern, denn die Videos werden maximal mit 1 Megabit pro Sekunde heruntergeladen. Und wie gesagt, nur wenn man im WLAN ist, also nicht im mobilen Netzwerk und auch nur, wenn man das Akku auflädt. Das grüne Download-Symbol zeigt dann an, dass das Video vollständig heruntergeladen ist. Nun denkt man sich, ja toll, dann kann ich ja das Video offline anschauen. Machen wir den Test und kappen wir die Internetverbindung und versuchen, das Video zu starten. Und siehe da, es wird die ganz normale Video-Webseite versucht zu laden, aber da ja keine Internetverbindung besteht, kommen auch keine Daten an und darum kann die YouTube-App also diese Video-Webseite nicht laden. Und zack, kommt ein Problem mit dem Netzwerk. Also scheint YouTube zu verhindern, dass die heruntergeladenen Videos offline angeschaut werden können. Aber warum möchte YouTube nicht, dass wir uns die Videos offline anschauen können? YouTube hat dafür seine Gründe. Und welche Gründe das sind, das hat jemand anders sehr schön in einem Video aufbereitet. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Also so funktioniert das nicht, darum gehen wir wieder zurück und stellen wieder die Internetverbindung her. Nun versuchen wir das Video noch einmal zu starten. Und wie man sieht, wird jetzt die Video-Webseite geladen und jetzt wahrscheinlich auch Werbung. Ja, genau. Und diese müssen wir jetzt erstmal abwarten und dann überspringen. Und jetzt startet auch das Video. Das wird direkt von der Festplatte gestartet, also jetzt kann ich hin und her springen. Und es wird kein zusätzliches Datenvolumen verbraucht. Das ist das Positive dabei, wenn man jetzt unterwegs ist und nur begrenztes Datenvolumen zur Verfügung hat.
Jetzt ist ja die Video-Webseite im Cache des Gerätes. Nun habe ich herausgefunden, dass man jetzt das Video auch offline anschauen kann. Versuchen wir also unser Glück, indem wir die Internetverbindung wieder trennen und das Video nochmal versuchen zu starten. Es hat aber ehrlich gesagt nicht immer geklappt. Manchmal hieß es dann auch nur, dass ein Fehler bei der Übertragung durch das Netzwerk war, weil eben keine Internetverbindung bestand, und dann wurde das Video einfach gelöscht und ich konnte das erneut herunterladen. Wie man hier sieht, obwohl die Internetverbindung nicht besteht, wurde die Webseite aus dem Cache geladen und jetzt dauert es aber eine Weile, bis das Video bereitsteht, weil eben YouTube versucht, eben auf dem Server zuzugreifen und eventuell Werbung anzuzeigen, weil die Werbung wird dann eben doch noch geladen. Aber das ist dann auch das Einzige. Und wie man sieht hier, ohne Internetverbindung habe ich hier das Video und kann auch hin und her navigieren, wohin ich will. Gut, dass es eben hier der Ladebalken kommt, das liegt daran, dass das Gerät manchmal ausgelastet ist, aber ansonsten funktioniert das einwandfrei. Fassen wir also nochmal zusammen, welche Voraussetzungen wir haben müssen, damit wir YouTube-Videos herunterladen können. Zunächst einmal benötigen wir ein auf Android basiertes Betriebssystem mit der YouTube-App zwischen der Version 5.0 bis 5.5. In der YouTube-App muss man dann mit dem Google- oder YouTube-Konto angemeldet sein. Man muss die Vorabladen-Funktion aktiviert haben. Man muss Videos zu später ansehen oder zu meine Abos hinzugefügt haben. Man muss mit dem WLAN verbunden sein und das Akku muss aufgeladen werden, beziehungsweise muss das Gerät extern Strom bekommen. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden die Videos, die ihn später angesehen oder in meine Abos liegen, mit maximal 1 Megabit pro Sekunde heruntergeladen. Und das entspricht 1000 DSL. Wenn dann die Videos heruntergeladen sind, benötigt man trotzdem eine Internetverbindung, damit man das Video starten kann.